Griechenland ist ja jetzt vorbei. Und war es die richtige Wahl? Dein Bauchgefühl hat nicht gesagt, fahr da nicht so nah ran. Nee, das Deine stimmt. Freundin hat gesagt, fahr nicht so nah ran. Aber wir waren kein einziges Mal in der gesamten Saison in einem Hafen. Das war das Griechenland, was ich gesucht hatte. Kann losgehen. Im letzten Video sind wir ja mitten in der Nacht hier in Licata angekommen. Direkt von Griechenland über Syrakus, über Malta hierher. Und jetzt sind wir da. Und eigentlich hatten wir geplant, eine ganz coole Aufnahme am Strand zu machen. Da wollten wir eigentlich hinlaufen. Ganz toller Strand hier. Und jetzt ist Sturmwarnung. Und deswegen sitzen wir im Cockpit. Die Saison Griechenland ist ja jetzt vorbei. Und wir hatten kürzlich schon mal drüber gesprochen, was so war in Griechenland und haben uns gedacht, das ist bestimmt für euch interessant und deswegen wollen wir euch mal mitnehmen, was wir vielleicht anders machen würden, was besonders war, wo es so gar nicht gepasst hat. Viel Spaß dabei. Griechenland war ja immer so ein ganz großer Traum von dir. Wie ist denn das eigentlich? War das so, wie du dir das vorgestellt hast? Zum Teil. Ich hatte die Erwartung, dass es überall leere Buchten gibt und es überall schön ist und das ist definitiv nicht so. Aber ich glaube, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, müssen wir, glaube ich, erstmal ausholen, welche Tour wir eigentlich gefahren sind. Wir sind von hier über Malta direkt auf die Peloponnes gefahren. Sind erstmal auf Zakynthos gelandet, weil wir es nicht geschafft haben auf die Peloponnes, weil der Wind uns weggedrückt hat. Sind von dort wieder runtergefahren auf die Peloponnes, um die Peloponnes rum. Dann sind wir in Poros gewesen und sind von dort dann durch den Euböischen Golf gefahren. Von dort aus relativ schnell hoch nach Chalkidiki über die Sporaden, weil wir gehört hatten, dass man dann den Charterflotten sehr weit ausweicht, dass das wunderschön ist und man nebenbei den Meltemi auch noch ausweicht. Und das fanden wir eine gute Idee. Ich hatte nicht so eine To-Do-Liste, so eine Checkliste, wo ich unbedingt hin wollte und deswegen war das für uns dann die richtige Wahl. Und war es die richtige Wahl? Ja und nein. Also ich hatte keine großen Erwartungen an Griechenland. Für mich war es tatsächlich hauptsächlich dafür da, Christoph den Traum zu erfüllen, dass er eines seiner Traumziele und Wunschziele machen kann. Es war schön. Aber die Frage war ja, wie war es für dich? Weil es dein Traumziel war. Also es stimmt, es gibt unglaublich viele Inseln und man kann im Prinzip überall ankern. Aber es ist entweder schön und voll oder leer und nicht ganz so schön. So. Und das ist tatsächlich so. Und wir haben uns halt für eine Route entschieden, wo wir den Charterflotten ausweichen. Wir haben aber wunderschöne Plätze gehabt. Ich finde, das hat sich gelohnt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde Griechenland sehr, sehr hoch gelobt. Und dieses echte Griechenland, also was man so sich denkt, kleine Häuschen, gewachsene Ortschaften, blau gestrichene Türen und sowas, das haben wir viel zu wenig gesehen, weil wir einfach an den Orten nicht waren. Und als wir dort waren, mussten wir schon wieder los, weil da wäre der Meltemi gekommen und wir wären eingeweht gewesen. Und das ist so ein bisschen schade. Jetzt hattest du ja gesagt, du hast das eher für mich gemacht. Warum war da für dich von vornherein nicht so arg viel dabei? Also Griechenland war noch nie ein Traum oder Herzensziel von mir. Man kennt die ganzen Bilder von den ganzen türkisfarbenen Buchten und so weiter. Gibt es auch und das ist auch schön. Trotzdem, mein Herz schlägt für Spanien. Das ist einfach schon seit vielen, vielen Jahren so. Und ich habe in Griechenland zwei große Probleme. Das eine ist, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich die Sprache weder lesen noch sprechen kann, also nicht mal ansatzweise. Und ich bin Vegetarier und Allergiker. Ich reagiere auf ein paar Nahrungsmittel allergisch und das ist für mich dann schwierig. Wir sind halt auch nicht so die Restaurantgänger, ne? Und selbst im Restaurant ist Griechenland ja relativ fleischlastig. Das wäre für dich nicht ganz so einfach gewesen, aber geht noch. Das muss man ein bisschen wissen, weil das ist dann schon speziell.
Und Ich bin halt speziell. ja, das ist ja auch nichts dagegen aus. Also das muss man halt wissen, weil sonst kann man das irgendwie nicht so richtig einordnen. Ne? Und es hat aber dann doch eigentlich ganz gut geklappt, oder? Mit Google-Übersetzer hat es ganz gut funktioniert und die meisten Leute reden Englisch, also man kommt mit Englisch auch sehr gut voran. So viel Essen, wie gesagt, waren wir nicht. Und für die 2, 3 Mal, wo wir essen waren, habe ich dann auch meinen frittierten Zucchini gegessen. Das ist auch lecker. Aber wenn wir jetzt jeden zweiten Abend hätten essen gehen wollen, wäre es dann doch ein bisschen eintönig geworden, so auf Dauer. Gab es einen Moment, wo du Sorge oder Angst hattest? Ja, das gab es tatsächlich. Und zwar aber nicht in der Situation selber. Also doch schon. Also wir sind Ja, wie jetzt? genau. Kap Malea ist ja am Ende von der Peloponnes, das letzte Kap. Und das ist dieses berüchtigte Kap, wo Odysseus verloren gegangen ist. Ich hatte mich vorher schlau gemacht, als wir hier losgefahren sind. Sag mal, wie ist denn das mit den griechischen Gewässern? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, Strömungen, starke Winde, Kap-Effekte? Nö, ist alles entspannt. Brauchst du gar nichts. Wir hatten vor Kap Malea schon richtig kräftig Wind, an die 30 Knoten, sind hoch am Wind gesegelt. Dann ist uns erstmal die Großschot gerissen. Das war so ein bisschen ein Schreckmoment, weil wir in dem Moment auch nichts tun konnten, weil wir waren relativ weit vom Land weg. Das hat geschlagen wie verrückt. Und deswegen sind wir dann mit einem flatternden Segel unter Land gefahren, wollten Anker werfen, aber wir haben es dann dort schon unterwegs gefixt gekriegt, weil wir vorher schon uns eine Lösung überlegt hatten. Was haben wir? Ja, das ist, hier war mal das Auge der Genua-Schot. Hier, das war zusammengenäht und uns ist die jetzt eben durchgerauscht. Also mussten wir jetzt eben einrollen schnell und fahren jetzt unter Land. Da ist eine Bucht, da legen wir uns kurz hin und dann machen wir eine Schnelllösung mit Palsig wahrscheinlich. Und für diejenigen, die der Meinung sind, uns ist klar, dass wir die sowieso austauschen müssen. Wir wollten sie jetzt nur diese Saison noch fahren und sie dann nächste Saison austauschen. Dass die ihre besten Zeiten hinter sich hat, das ist uns auch klar. Da, dein Kaffee, sogar mit Schaum. Vielen Dank. Luxus. Sehr gerne. Machst du da? Ich bestelle unsere neue Großschot. Oh, denkst du auch an die Genua-Schot, die ist ja gerissen. Aber wir wollten da eigentlich einen Spleiß und einen Schäkel reinhaben. Da muss ja wieder spleißen. Das geht noch viel einfacher. Der Tauwerk-Konfigurator von SVB ist nämlich jetzt live. Da kann ich alles einfach so bestellen, inklusive gespleistem Auge und sogar Schäkel. Oh, klingt interessant. Zeig mal. Zu jeder beliebigen Leine kann ich einen Spleiß hinzufügen. Ich wähle den Durchmesser, die Farbe und füge hier den Spleiß hinzu. Der Spleiß 1 gefällt mir schon. Ich wähle Spleiß 2 und möchte hier einen Augspleiß mit einem Vichard-Schäkel dran haben. Ich gebe noch die Länge ein und drücke auf Spleiß hinzufügen. Und dann bestätige ich für den Warenkorb. Genau das gleiche gilt auch für die Edelstahldrähte. Hier kann ich die Walzung hinzufügen und das Ende wählen. Also ganz einfach. Wow. Spleißen war wohl noch nie so einfach, in ganz wenigen Schritten zum Wunschseil. Und das funktioniert sogar mit jedem Seiltyp über den SVB Tauwerk-Konfigurator, egal ob du einen Fall hast, eine Schot oder sogar einen Festmacher. Der Drahtseil und der Tauwerk-Konfigurator sind jetzt live. Schaut es euch gerne mal an. Bei deiner nächsten Bestellung mit dem Code Hafenkino ohne Mindestbestellwert bekommst du einen hilfreichen Artikel gratis mit dazu. Es lohnt sich also. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Probier es aus. Dann sind wir ums Kap Malea rum, auch hoch am Wind, auch mit kräftigem Wind und Böen und viel Wind. Und wir sind gekreuzt. Wir sind immer hoch am Wind gekreuzt und man muss fairerweise sagen, Marion, du hattest mir hier gesagt, fahr da nicht so nah ran, das ist ein Kap. Und wir sind dann, also ich bin dann trotzdem bis auf so 500, 800 Meter an das Kap rangesteuert, weil direkt dahinter war der Wind deutlich weniger. Und danach haben wir eine WhatsApp bekommen von jemand hier aus Lecata, der uns da beobachtet hatte auf seinem AIS und der gesagt hat, boah, das war echt gefährlich, was ihr da gemacht habt. Kap Malea ist berühmt berüchtigt und ihr hättet da nicht so nah ranfahren dürfen und schon gar nicht bei so viel Wind. Das hättet ihr euch zweimal überlegen sollen. Ja, wir wussten es nicht, also es ist zum Glück alles gut gegangen. Das war für mich tatsächlich auch eine Lehre, mich weniger auf solche Aussagen zu verlassen und öfter mal auf mein Bauchgefühl.
und dann eben halt doch Revierführer Komm, zu du hast ja holen. Spaß gehabt. Ich meine, dein Bauchgefühl hat nicht gesagt, fahr da nicht so nah ran. Nee, das Deine stimmt. Freundin hat gesagt, fahr nicht so nah ran. Ja, mein Bauchgefühl sitzt da manchmal, ja, Ja. das stimmt. Beeindruckend fand ich zum Beispiel den Sahara-Staub, den wir mal hatten. Da waren wir noch auf der Peloponnes und da war tatsächlich Sturm angesagt, starker Wind. Und wir haben uns eine geschützte Bucht gesucht. Wir hatten noch ein bisschen Sorge wegen Fallwinden in der Bucht, aber die war so gut geschützt, dass wirklich gar nichts an Wind ankam. Aber dafür kam Sand an. Also wir hatten Sand ohne Ende. Es war richtig rot-orange die Luft Mhm. und danach das Boot. Ich habe nicht gedacht, dass es in Griechenland das auch gibt. Wir kennen das aus Spanien, klar. Und wir hatten echt Schwierigkeiten, das Zeug auch wieder vom Boot zu kriegen. Dann hat es geregnet. Ne? Mhm. Es hat dann geregnet und das haben wir dann gleich, sind wir durch den Regen getanzt und haben alles abgeschrubbt. In der gleichen Bucht lag noch ein Katamaran mit uns. Der war danach auch orange, der war auch nicht mehr weiß. Wir hatten ja vorhin gesagt, welche Route wir gefahren sind. Jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, warum sind wir die eigentlich gefahren? Weil wir waren letzten Winter ja schon in Licata und da hatten uns ganz viele Leute von ihr erzählt, die ganz oft in Griechenland sind und das auch mehrfach schon gemacht haben. Also die hatten uns ihre Route erzählt und das klang für uns ja vernünftig, deswegen haben wir es gemacht. War das ein Fehler? Ja, jein. Also positiv, was gestimmt hat, ist, wir sind den großen Charterbasen entgangen und wir sind dem Meltemi entgangen. Das muss man sagen, das hat gestimmt. Der Nachteil war, also es war dann gar kein Wind, ganz oft. Die Routen waren sehr menschenleer teilweise. Also es ist wirklich schön, wir können wochenlang nur zu zweit sein, aber manchmal ist so ein sozialer Kontakt doch gar nicht so verkehrt. Und das kam, finde ich, sehr, sehr stark zu kurz. Also wir haben ein paar Leute getroffen, wir haben ein paar Boote getroffen, aber wenn ich so jetzt überschlage, dann sind das 4, 3. 3, die wir Drei gar Crews. nicht kannten und ein Boot nochmal, was wir aus Licata schon kannten. Wir waren 6, 7 Monate unterwegs. Ja. Ja, finde ich ein bisschen wenig. Ja. So, also wenn der einzige soziale Kontakt dann irgendwann nur noch die Katzen sind, Ja. dann könnte man komisch werden mit der Zeit. Hier ist es halt so, ich habe den Eindruck, wollen die Leute eher ihre Ruhe haben. Aber die 3 Crews, die wir getroffen haben, die waren wirklich toll und die werden auch Freunde bleiben. Das war wirklich sehr schön. Gab es dann so Punkte, wo du sagst, wir haben einen richtigen Fehler gemacht auf der Tour? Es gibt 2 Fehler, die wir gemacht haben. Der erste Fehler ist, dass wir zu sehr auf andere gehört haben und nicht unseren eigenen Weg gefahren sind. Es gab 2, 3 Mal so einen Punkt, wo wir gedacht haben, ach ja, das wäre schön, aber wir hatten halt so eine Tour im Kopf oder so ein Ziel im Kopf, wo wir hingefahren sind und sind halt dann auch weitergefahren. Und das war blöd. Wir hatten halt so große Sorge vor Charterchaos und Meltemi. Das war der eine große Fehler, den wir gemacht haben. Und der zweite Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir hatten Besuch und das war nicht der Fehler. Also das war ganz, ganz toll, dass wir Besuch hatten. Wir haben aber zu früh mit dem Besuch den Ort ausgemacht. Also die Zeit, wann sie Zeit haben, stand klar und wir haben ihnen zu früh gesagt, wir treffen uns an dem Ort. Als wir da angekommen sind, war das alles schön und haben wir gedacht, oh super, da halten wir es wochenlang aus. Und wir mussten am Ende wirklich, ich glaube, 3 oder 4 Wochen haben wir echt nur noch die Zeit abgesessen, bis der Besuch kommt, damit wir mit dem Besuch die Zeit noch verbringen können und dann wegfahren können. Ja. Und das war falsch. Ja, wir haben 3 Wochen dort gewartet und wir hätten ja eigentlich theoretisch wegfahren können. Der dritte Fehler ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir auf der Peloponnes uns zu wenig Zeit gelassen haben, weil da hätte man noch ein bisschen mehr sehen können. Ja gut, es ist die Frage, hätte man mehr Peloponnes, hätte man mehr Kykladen machen. Also du kannst in Griechenland, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also
Für mich war Griechenland am Ende tatsächlich deutlich größer, als ich dachte. Ich dachte, Auf jeden Fall. ich habe Griechenland, ich wusste, Griechenland ist groß, Hm. aber ich habe es nicht wirklich so groß Ja. eingeschätzt. Ja, ich Also auch nicht. Sag mal, wo hat es dir dann am besten gefallen? Wo wärst du gerne länger geblieben? länger geblieben. Ja, das weiß ich sofort. Das ist das Zauberwort. Also ohne länger geblieben, am besten gefallen hat es mir tatsächlich Chalkidiki bei Vuvuzela, also Diasporas Island. Das waren 2 traumhaft schöne Wochen. Warum eigentlich? Was war da so toll? Ich habe da gefunden, was ich gesucht habe. Türkis, es war zum Schnorcheln ganz toll, also auch für mich zum Suppen war es super. Es war mega geschützt. Es war toll. Es gab nur 2, 3 Häuser am Strand. Eins davon war tatsächlich ein Fischer. Ja, das war wirklich traumhaft schön. Also Ja. da haben wir praktisch wirklich dieses Fleckchen gefunden, was wir gesucht haben, diese Einsamkeit, dieses wir sind da, wo wir hin wollten, wir müssen nicht hetzen, wir können es genießen. Ja. Das war wirklich sehr, 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 sehr schön. Genau. Ja. Und dann der Ort, wo ich gerne länger geblieben wäre, das war tatsächlich am Ende das Ionische Meer. Ich wäre gerne länger im Ionischen Meer gewesen. Das Ionische Meer war für mich das Griechenland, was ich im Kopf hatte. Ja. Wir sind ja durch den Kanal von Korinth durchgefahren und ich hatte im Kanal von Korinth schon innerlich mit dem Sommer abgeschlossen. Für mich war die Sommersaison vorbei, Badesaison war vorbei, für mich war das alles durch. Und wir sind in Ithaka angekommen, in die erste Badebucht rein und es war noch mal richtig warm und das Wasser war deutlich wärmer. Und ich bin noch baden gegangen, konnte noch suppen, schnorcheln. Das war so schön und das Ionische hat mir so gut gefallen. Es waren so schöne Orte da und klar, es war Nachsaison, aber es war trotzdem ja erst Mitte September. Also waren schon noch viele Segelboote auch unterwegs. Wie heißt die Bucht hier, wissen wir jetzt gerade nicht. Das blende ich ein. Aber wir sind auf Ithaka. Ja, wir sind auf Ithaka, um die Ecke von Vati, von der Hauptstadt, Hauptort, keine Ahnung. Das ist total crazy hier. Also war ja jetzt die letzten Wochen richtig ruhig. Viel Platz, alleine in Ankerbuchten und so weiter. Und jetzt haben wir hier plötzlich wieder, das ist ja voll der Kulturschock, wir haben hier wieder balearische Zustände mit Ankerkino und allem drum und dran. Aber es war nicht so, also ich meine, wir sind Hochsommer Balearen gewöhnt. Also für mich war das trotzdem alles noch leer. Und das war schön. Da hätte ich gerne mehr Zeit verbracht. Also ich hab tatsächlich andere Punkte als Marion, interessanterweise. Fällt War mir jetzt klar. gerade erst auf. Also ich hätte auf der Peloponnes mir mehr Zeit gelassen und das wäre für mich tatsächlich auch eine Region, wo ich nochmal hinfahren könnte, weil da gibt es nämlich das, was ich gesucht habe. Zwar nicht unbedingt mit blauen Fensterläden, aber die gewachsenen Orte gibt es da mit Festungen und so und das finde ich immer schön und mit ein bisschen Geschichte. Dann fand ich ganz toll Poros, weil das war so das erste Mal das Griechenland, was ich so im Kopf hatte, weil es auch malerisch ist. Es ist zwar ziemlich touristisch, aber es ist trotzdem immer noch schön und charmant.
Super leckeres Eis. Genau, das Eis. Und dann waren die Sporaden ganz toll, Mhm. wobei wir nur hauptsächlich auf Alonisos waren. Und was mir persönlich am allerbesten gefallen hat, waren zum Schluss noch ganz kurz auf Andros die Kora, also das ist dieser Hauptort von Andros. Das war das Griechenland, was ich gesucht hatte. Viele Kapitänshäuser und sowas, wunderschön, ganz alt und nicht touristisch. Wunderschön. Ich hätte mir gerne die Nachbarninseln noch angeguckt, aber wir wussten eben, es kommt ein Meltemi und wir sind dann 2 Wochen dort wieder eingeweht. Ja. Aber da hätte ich gerne mehr Zeit gehabt. Ich hätte rückblickend besser nach Historie planen sollen. Wo sind die Bauten, die ich sehen will? Das hätte ich dann, glaube ich, so rumplanen sollen. Aber ich bin halt ein Streuner. Also ich fahre halt drauf los, guck dann, ist es hier schön? Nee, dann fahre ich weiter. Und so haben wir es halt dieses Jahr auch gemacht. Ich hatte so ein paar Sachen auf meiner Liste drauf. Also ich interessiere mich nicht für alte Steine, ich interessiere mich für türkisfarbene Strände und Buchten. Also ich habe meine Punkte auf der Liste, die ich hatte, abgearbeitet tatsächlich. Tja. Da war am Ende nichts mehr übrig. Das ist ein bisschen schwierig. Bei so einem großen Land wie Griechenland kannst du nicht alles, du wirst nie alles sehen können, du wirst nie alles erleben können und du kannst nur Ausschnitte sehen. Gab es irgendwas bei dir, wo du sehr traurig oder enttäuscht warst? Also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, das finde ich jetzt richtig, das fällt mir schwer, das zu sehen oder so? Ja, es gab eine Situation, die hat mich wirklich bestürzt. Das fand ich unglaublich. Und zwar war das auch Kalkidiki. Da waren, ich glaube, ein österreichischer Wildcamper mit seinen Kindern. Es war irre trocken, schon seit Monaten. Und es waren schon Waldbrände. Und die haben tatsächlich am Strand an einem Felsen, der war vielleicht 5 Meter hoch, haben die unten Feuer gemacht. Und oben auf dem Felsen praktisch ging die Pampa wieder los und das war alles trocken oberhalb. Ich fand das absolut verantwortungslos. Wir haben ja dann später auch einen Brand selber miterlebt, einen Waldbrand. Und ich finde es einfach so schlimm, wenn es dort schon so wenig Vegetation gibt. Also das ist mir auch ganz schwer gefallen, da die Klappe zu halten, um mich nicht einzumischen. Ja, doch, ja. Das war so die einzige, es war aber tatsächlich auch die einzige Situation. Aber gab es denn den Punkt für dich, wo du so richtig Punkte hattest, die dir total gegen den Strich gingen? Nee, nicht gegen den Strich, aber es gab was, womit ich mich auch heute noch sehr schwer tue. Und das sind die ganz vielen Straßenkatzen und Straßenhunde. Das ist für mich ganz, ganz schwierig. Auch zu wissen, dass viele von den Katzen, die Hunde sind ja ein bisschen stärker, dass viele von den Katzen den Winter nicht überleben. Und wir waren ja relativ lange in Porto-Cofo vor Anker gelegen und sind da jeden Abend Katzen füttern gegangen. Aber wir können nicht, wenn ich alle Katzen, die ich auf der Reise getroffen habe, retten wollen würde, hätten wir hier schon 30 Katzen auf dem Boot. Das funktioniert nicht. Wir haben getan, was wir konnten. Wir haben gefüttert. Wir wissen, dass die vom Supermarkt sich um die Katzen kümmern. Es gibt eine Organisation, die haben wir gesehen, die Katzen auch gefüttert hat. Also ich hoffe einfach, dass die Katzen den Winter überleben. Aber das ist sowas, damit tue ich mich echt schwer mit den ganzen Straßentieren. Gibt es denn so Sachen, von denen du sagst, die waren jetzt wichtiger, als du es vorher gedacht hättest? Also für mich meine große Schnorchelbrille. mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also ihr kennt diese Dinger, die so übers ganze Gesicht gehen. Die sehen so unfassbar dämlich bescheuert aus, aber das ist so toll, mit denen zu schnorcheln, weil die auch noch so ein bisschen einen gleichen Vergrößerungseffekt haben. Solche Fische sieht man auf einmal. Ja, genau, die sind plötzlich ganz groß und da kannst du richtig dolle schnorcheln und musst dir keinen Kopf machen. Du atmest ganz normal und schnorchelst durch die Gegend. Das Sub war auch ganz wichtig. Das Stand-Up-Paddleboard war so wichtig als
Beschäftigung und durch die Gegend fahren und sich die Sachen angucken und ein bisschen bewegen. Da habe ich es zum ersten Mal, seit wir es haben, wirklich intensiv genutzt. Es war ja so ruhig, es war ja kein Wind und keine Welle und nichts. Ja. Und was war es bei dir? Mir fällt gerade ein, wir haben eine ganz wichtige Randbedingung gar nicht genannt, die auch typisch für uns ist, aber wo wir uns auch sehr abgrenzen von anderen. Und zwar, wir waren kein einziges Mal in der gesamten Saison in einem Hafen. Wir waren in Buchten, wir waren auch mal an Bojen gelegen, aber wir waren nie in einem Hafen an Land. Und deswegen sind manche Bestandteile für uns ganz wichtig. Der Wassermacher war unglaublich wichtig, fand ich. Ja. Und die Kühlbox. Und die Kühlbox, also wir haben ganz häufig Wassermelone gegessen, Wassermelone mit Schafskäse oder Wassermelone gefroren und gerieben als Eis, groß traumhaft. Was mich echt positiv überrascht hat, mein Sport ist ja so ein bisschen Laufen gehen und in Griechenland habe ich überall wunderbare Laufstrecken gefunden. Das war ganz schön, wenn ich laufen gegangen bin. So häufig war ich auch nicht laufen. Aber ja, dafür bist du ja viel gesuppt. Ja, das stimmt. Viel gesuppt und viel geschwommen. Gibt es irgendwas, was du vermisst von Griechenland? Jetzt hier so im täglichen? Also ja, schon. Also wir liegen jetzt im Hafen. Mir fehlt tatsächlich in der Bucht liegen und in einer ruhigen Bucht liegen. Ja und gut, mit das viel muss ja Grün nicht Griechenland sein. Nee, das muss nicht Griechenland sein. Aber also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in Griechenland was gefunden hätte, was ich noch nie gefunden hätte. Ich schon. Was denn? Mein Sesam. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber diese Sesamriegel, die habe ich inhaliert, die waren so lecker. Ja, die sind aber tatsächlich lecker. Ja. Geht's nochmal nach Griechenland? Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich in meinem Leben nicht mehr nach Griechenland fahre. Ich bin ja auch nicht die Einzige, die das entscheidet, wenn es nach mir geht. Also nicht jetzt direkt wieder. Also wie gesagt, da wo ich gerne hinwollen würde, habe ich Angst, wie es im Sommer ist. Ich glaube, wenn ich nochmal nach Griechenland gehen wollen würde, dann wäre das eher das Ionische Meer. Das ist das, was mir einfach am besten gefallen hat. Und bei dir? Ich könnte es mir schon vorstellen, aber ist vielleicht auch nicht so richtig rausgekommen. So richtig segeln konnte man nur auf dem Hinweg von Griechenland, von hier nach Griechenland und von Griechenland wieder zurück mit Abstrichen. Zwischendrin gab es nur wenige Etappen, wo wir wirklich schön segeln konnten, vor allem auf dem Rückweg. Wenn, dann würde ich eher so die kleine Griechenland-Runde machen. Also ich könnte mir zwei Sachen in Griechenland nochmal vorstellen. Entweder östlich an der Ägäis hoch und westlich wieder runter. Also praktisch einmal durch die Ägäis durch und die Inseln halt so ein bisschen abklappern im Zickzack. Das könnte ich mir nochmal vorstellen. Und ich könnte mir sonst nochmal die Peloponnes, Korinthkanal, Ionisches Meer, so die kleine Griechenland-Runde, die könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Also ich habe da tatsächlich übers Ankern auch nochmal ein paar Sachen gelernt. Wie ist denn das eigentlich, wenn man an einem steilen Bereich ankert und wenn es wirklich steil ist, dann bist du am besten mit Landleine, weil du kannst den Anker wirklich in die Böschung werfen, sodass er praktisch in die Böschung reinzieht und wenn du auf Landleine gehst, dann bist du sowieso sicher. Also da hat sich für mich auch nochmal bewahrheitet, ja, Griechenland ist Landleine und man braucht gute Landleinen. Und das würde ich das nächste Mal tatsächlich auch anders machen. Ich würde mir bessere Landleinen besorgen. Da waren wir nicht so ganz gut ausgestattet. Aber es ging. So, Griechenland. Ja. Das war die Saison. Uns ist bewusst, dass wir mit unserem teilweise kritischen Video, dass das ganz vielen Leuten nicht gefällt, weil Griechenland für ganz viele einfach ein Traum ist. Und wir liegen ja hier auch in der Marina, wo eigentlich jeder immer nach Griechenland fährt, jahrelang. Aber so ist das mit Geschmäckern. Die sind einfach unterschiedlich. Es ist ja nicht so, dass es uns nicht gefallen hat. Es hat uns ja gefallen. Wir haben einfach bei der Route Fehler gemacht für uns. Andere Orte können ganz anders sein in Griechenland. Der eine findet Meltemi total cool, weil man da richtig super segeln kann. Der andere eben nicht. Der eine mag die einsame Bucht und nie jemanden um sich herum haben. Andere möchten sich gerne unterhalten. Also wir haben euch jetzt mal so ein bisschen erzählt, was wir gesehen haben, Ja. was uns aufgefallen ist und was wir das nächste Mal anders machen würden. Und das soll eigentlich nur für euch ein kleiner Denkanstoß sein, wenn ihr nach Griechenland fahren wollt. Nehmt das mal mit und überlegt euch mal und
Jeder hat andere Geschmäcker und Vorstellungen. Es ist ein tolles Land, super freundliche Leute und landschaftlich echt was zu bieten und sehr unterschiedlich auch. Von ganz grün auf der Peloponnes bis sehr trocken oben. Da ist sehr unterschiedlich, finde ich. Lesbos waren wir. Wenn ihr noch Fragen habt, rein in die Kommentare. Und Ja, seid gnädig mit uns. Es war nur unsere Erfahrung. genau, übrigens, es ist jetzt Winter. Wer sagt, ich hätte mal eine ganz grundsätzliche Frage oder könnt ihr mal ein Video machen zum Thema Karanarienvogel an Bord? Oder Waschmaschine, kann ich die auch an Deck montieren oder was weiß ich? Dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht können wir noch mal ein Video drüber machen, wenn ihr meint, wir haben da Ahnung.